trinke den Tee ganz heiß, damit der ich hatte so einen rauen Hals und seitdem ich den Tee trinke und das hier weglasse, ähm, geht es mir besser. Also ich habe jetzt durchgehend, ich glaube, fast 12 Tage lang erhöhte Temperatur gehabt. Und heute ist der erste Tag, wo die Temperatur mal nicht so ganz so hoch ist. Also ist das Fieber weitestgehend weg. Das ist immer die Seite, die höher ist. Deswegen habe ich die Seite genommen. Wir haben wunderschönes Wetter. Ich sage euch das mal. Wunderschönes Wetter in Deutschland. Die Schulen sind geschlossen und am Freitag wurde schon diskutiert und Freitag wurde gesagt, dass die Schulen geschlossen bleiben. Montag bin ich nochmal hin und habe also Montag und Dienstag, das heißt gestern und vorgestern konnte man noch hin und so eine Art Notbetreuung machen und das haben wir aber nicht gemacht. Ich habe dann noch die Bücher abgeholt und wir machen ab jetzt Homeschooling übers Internet und all die Sachen, die mein Sohn jetzt in der Schule machen muss, das wird also auf so einer Online-Plattform gemacht und selbst den Koreanischunterricht, den er bekommt er jetzt via Skype. Also da bin ich ziemlich begeistert. Es gab also so einen großen Schritt jetzt Richtung Lockdown. Einkaufen gehen und solche Sachen sind noch erlaubt. Aber die haben zum Beispiel jetzt die Spielplätze alle geschlossen. Das heißt, die Kinder sollen nicht mehr sich auf den Spielplätzen sammeln und Versammlungen sollen nicht mehr stattfinden und es wird dazu geraten. Und ich denke, innerhalb von wenigen Tagen ist das super vonstatten gelaufen. Viele haben jetzt erst so richtig gemerkt, bin ich jetzt also wir haben übers Fernsehen erfahren wohl, dass jetzt die Schulen geschlossen werden sollen und solche Dinge. Jetzt ist es soweit alles passiert und ich denke, also wir haben jetzt 26 Leute sind bereits an diesem Virus gestorben und also ich verfolge das ja jetzt schon eine ganze Zeit und ich kriege ja halt auch immer über meinen Vater und die Verwandtschaft, Tante und auch Cousinen und so, habe ich halt immer so ein bisschen Rückmeldung bekommen. Ich habe die gefragt, wie geht's euch? Und die haben mir immer kurz geschildert, wie es dort aussieht. Und dann ist man halt auch so ein bisschen so mit denen halt da drin. Und ich habe aber auch schon, also ein paar Leute wir haben uns unterhalten, ein paar Leute hatten hier schon ein ganz komisches Gefühl und zu denen habe ich halt auch gehört, als das in China losging. Und und dass das jetzt so gekommen ist, das ist jetzt für mich jetzt keine Überraschung. Ich bin eher erleichtert, dass viele einfach jetzt halt auch sehen, was da los ist und was das bewirken kann. Und im Endeffekt, dass man es bekommt, wird man wahrscheinlich nicht verhindern können, aber das so lange wie möglich halt herauszuzögern, bis es einen Impfstoff gibt oder dass man zumindest gute Chancen hat, wenn man ins Krankenhaus eingeliefert wird, gut versorgt zu werden, weil nicht alle gleichzeitig kommen. All die Sachen, die sind jetzt, ich glaube, in den Köpfen der meisten. Und also es ist halt trotzdem noch eine seltsame Situation.
mh, bei uns ist immer, also ich wohne an so einem Marktplatz und der Marktplatz hat heute stattgefunden. Die Leute gehen halt immer noch raus und genießen das schöne Wetter und obwohl ich es besser finde, auf dem Marktplatz einzukaufen als jetzt im Supermarkt. Aber gut, also ähm, ja, soweit hier ja, zum Update vom Coronavirus. Was mich angeht, ich war jetzt echt lange fiebrig und das hat heute das erste Mal aufgehört. Ähm, Dadurch, dass ich nicht weiß, ob es das Virus war oder nicht, kann ich trotzdem nicht sicher sein. Aber was ich gehört habe, war, dass dieses Virus bei 56 Grad stirbt, also abstirbt. Dass es sich im Rachen festsetzt, vom Rachen aus in den Nasenraum geht, dort halt dazu führt, dass es dass die Schleimhäute sehr viel Flüssigkeit produzieren und diese Flüssigkeit tropft dann halt wieder runter in den Rachenraum und halt auch in die Atemwege runter. Und wenn das passiert, dann ist die Lunge irgendwann entzündet und fängt an, Probleme zu machen. So. Ja, das sind alles Sachen, die nicht hundertprozentig, also ich kann euch jetzt nicht sagen, der oder der Arzt hat das gesagt und da könnt ihr diese Information finden. Ich habe es nur gehört und ich finde es ziemlich ja, logisch, also einleuchtend. Ich bin erstaunt, dass das Virus doch so eine hohe Gradzahl ja, verträgt. Also, dass man mit Fieber diesen Virus nicht abtöten kann, sondern nur darauf hoffen kann, dass das eigene Immunsystem dann schneller arbeitet und dieses Virus halt bekämpft. Und ja, das ist der Grund, warum ich halt Tee trinke. Und zwar möglichst heiß, damit also der Hals ist, also mein rauer Hals ist dadurch besser geworden. Ich kann jetzt nicht sagen, ich hatte den Coronavirus, weil ich nicht getestet worden bin. Aber generell glaube ich, ist das eine ganz gute Idee, warmes oder heißes Wasser oder Tee zu trinken. Also, was ich noch sagen kann, ist, ja, achso, auch mit den Freunden und so haben wir uns jetzt alle übers Internet vernetzt und das klappt auch alles ganz gut. Ja, also ist auf jeden Fall eine ganz neue Erfahrung. Zu Hause zu bleiben, Zeit zu haben und so ist auch eine ganz gute, also auch nochmal was Neues. Und ja, muss man halt das Beste draus machen. Also so sehe ich die ganze Sache. Ich hoffe, dass es hier nicht so schlimm wird wie in Italien, weil ich hier immer noch hoffe, dass wir halt da, wenn man guckt, wie es in China ist und wie es in Italien ist, sind ja unheimlich viele Menschenmassen auf einem Punkt. Und die haben wir hier nicht in diesen Riesen. Also wir haben hier in NRW jedenfalls nicht so viele Punkte, wo so viele Menschen aufeinandertreffen. Ähm, wie jetzt zum Beispiel dieses Gedränge jetzt auf dem, also hier am Trevi-Brunnen oder so oder in Florenz oder auf der Piazza de San Marco oder so. Das haben die hier alles nicht. Jedenfalls nicht in NRW. Das Einzige, was da wohl war diese Heinsberg-Versammlung. Und selbst auf dem Hauptbahnhof zur Rush Hour haben wir nie diese Menschenmassen. Und deswegen hoffe ich, dass es hier noch glimpflich abläuft und dass man jetzt nicht die Riesenzahlen hat, die man jetzt, also dass diese Isolation, auch wenn sie halt nicht so streng ist wie in Ländern wie in China oder jetzt auch in Italien, und dadurch, dass in Italien ja halt auch immer so, also viele Familien
mit 3 Generationen unter einem Dach wohnen. Also ich habe jetzt meine Mutter mit den Kindern über 2 Monate nicht besucht und sondern nur über Telefon und hier Videochat und so Kontakt gehabt. Und ja, ich denke mal, das alles führt einfach dazu, dass diese heftigen Auswirkungen einfach hier erspart bleiben. Und ja, man wird sehen. Also die nächsten paar Wochen werden halt zeigen, rein rechnerisch, die nächsten 1, 2 Wochen werden halt zeigen, ja, wie schlimm das Ganze ist. Aber bis jetzt sieht alles noch soweit ganz gut aus. Insofern bleibt gesund. Lasst das vielleicht weg, wenn ihr Fieber habt. Habe ich jetzt gehört. Vitamin D soll trotzdem noch gut sein. Ansonsten Hände waschen, gut ernähren und fit bleiben. Bis dann. Ciao. Ja, nochmal ganz kurz. Ich habe dieses Mal das erste Mal, also ich habe nicht auf meinen Mann gehört und habe einfach in 3 große Chatrooms Kettenbriefe verschickt. Den einen Brief, da hat sich ein Arzt geäußert über den Wuhan-Virus und seine Symptome. Den habe ich 6 Wochen vorher in einem koreanischen Chatroom, also in einem koreanischen Chat bekommen. Und der wurde genauso übersetzt halt dann weitergeschickt. Und der andere war halt ein Brief von angeblich der, jetzt nochmal geguckt, was die Kleinen machen. Und der andere war halt ein Kettenbrief also angeblich von der kanadischen Regierung, was die kanadische Gesundheitsbehörde ihren Leuten geraten hat. Also alles ohne hundertprozentige Belege und Quellenangaben, aber die waren so von der Information einfach so, dass ich dachte so, hey, die sagen einfach mehr jetzt als 1000 Worte und da bin ich einfach drüber weggegangen über Sorgen um den eigenen Ruf oder solche Sachen, weil ich halt gesehen habe, hey, hier sind die Leute, die haben überhaupt gar keinen Bezug dazu. Also die denken, das ist alles nur noch so eine Propaganda oder Panikmache oder Hysterie oder so. Und ich dachte mir, egal ob du jetzt dich zum Volldeppen machst, das sind alles Leute, die du kennst und an denen dir irgendwas liegt und dann war es auch egal. Dann habe ich es einfach losgeschickt. Mein Mann hat absolut die Krise gekriegt. Das war in diesem Moment und für das erste und einzige Mal war es mir total egal, was, ja, keine Ahnung. War wahrscheinlich auch total, ja, überzogen vielleicht die Reaktion, aber ich würde noch einmal sagen überzogen. Ich glaube, ich hätte es auch so gemacht. Insofern, ich habe die Briefe losgeschickt, weil ich echt überzeugt war, dass die gut waren. Alle, die sich davon irgendwie, keine Ahnung, ja, jetzt Angst hatten, dass da irgendwelche Viren drauf waren oder so, es tut mir leid. Aber eigentlich tut es mir nicht leid und ich hoffe, die Informationen haben euch irgendwas gebracht. Insofern, bleibt gesund und ja, ich melde mich. Bis dahin, ciao.